glaube, wir sind da, wo wir hin wollten, oder? Du hast einen Heiligenschein. Willst du den größeren Supermarkt, musst du an der Schnellstraße entlang laufen. Ich hatte in einem der letzten Videos auf dem Technikkanal die Kühlbox auseinandergenommen und gereinigt. Diaporos Island oder so nennt sich das hier. Das ist eine Art Archipel. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einer schönen Bucht. Die erste hat uns nicht gefallen, die war sehr schlammig irgendwie. Auch das Wasser war irgendwie nicht so, dass wir den Wassermacher anschmeißen wollen. Ich glaube, wir sind da, wo wir hin wollten, oder? Hier ist Türkis, hier ist schön. Rund um Diasporos breitet sich ein ganzes Insel- und Buchtengebiet aus. Vor der Küste von Buruburu liegen kleine Eilande, sandige Lagunen und stille Ankerplätze. Man kann von Insel zu Insel treiben, immer im Blick, grünes Land und türkisfarbenes Wasser. Es ist kein Ort für Eile, hier bleibt man länger als geplant, weil jeder Tag ein bisschen anders wirkt. Mal voller Licht und Glitzern, mal still und weich im Abend. Keine großen Häfen, keine lauten Straßen, nur Natur, verstreute Sommerhäuser und das Meer. Ein geschütztes Stück Kalkidiki, das wirkt, als wäre es eigens für Segler gemacht. Nebendran liegt die gestern ausgefahren ist. Ja, das Glasbodenschiff, ne? Nee, der Zweimaster. Ja, ja. Aber das Glasbodenschiff auch, ne? Ja. Guck mal hierher und lächel mal, du hast einen Heiligenschein. Klar. Total verwunschen, ne? Ja. Schade drum, das war bestimmt mal hübsch. Der geht ganz rum, dieser schöne Zaun. Schöne, schmiedeeiserne Arbeit. Gut, was macht der Segler, wenn er an Land geht? Müll wegbringen und einkaufen. In unserem Fall ist das eigentlich immer das Gleiche. Also
nicht identisch, aber wir brauchen immer Früchte und wir brauchen immer Gemüse. Alles andere, Brot und so weiter, haben wir ja alles an Bord. Brot backe ich ja selber und ansonsten, was wir so brauchen, Nudeln und Soßen und sowas, das haben wir ja alles in großen Mengen vorher gekauft, aber frische Sachen können wir eben nicht. Mein Guter? Ja, ist genau richtig, was du machst. Das war jetzt wieder so ein typischer Fall von, willst du den größeren Supermarkt, musst du an der Schnellstraße entlang laufen. Das hatten wir jetzt schon 2-, 3-mal. Ja, aber war jetzt nicht so schlecht sortiert. Um dann festzustellen, dass die Preise die gleichen sind wie im Minimarkt. Unter uns liegt Posidonia, das Seegras des Mittelmeers. Es ist wichtig für alles hier. Lebensraum für Fische, Schutz für die Küsten und Sauerstoff fürs Meer. Das Wasser bei Diasporas ist glasklar. Man sieht weit, jeder Schatten, jede Bewegung zeichnet sich ab. Zwischen den Seegraswiesen schwimmen unzählige Fische. Mal einzeln, mal als Schwarm und manchmal neugierig ganz nah. Hier zu schnorcheln macht einfach Spaß. Man treibt durchs Wasser ganz leicht und taucht für einen Moment in eine andere Welt ein. Wir sind gefragt worden, wie wir mit unserer Küche klarkommen. Und die ist ja recht klein. Und das Grundprinzip ist, man muss Ordnung halten. Und es geht immer nur eine Sache nach der anderen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel kochen will, muss ich vorher alles rausräumen. Oder wenn ich irgendwas anderes machen will, muss ich das Geschirr erstmal wegräumen. Sonst funktioniert es nicht. Und wir haben Geschirr und andere Sachen haben wir eben an verschiedenen Orten verteilt. Wir haben das hier zum Beispiel, das ist ja eigentlich schon Sitzecke, wenn man so will. Da haben wir unser Geschirr drin. Wir haben solche, wo immer das geht, haben wir faltbare Sachen. Auch die Spülschüssel ist faltbar. Und deswegen kann man die dann auch gut wegstauen, die Sachen. Stellt sich natürlich noch die Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir auf Tour gehen, wenn wir segeln.
Wir machen die einfachste Variante. Wir stecken einfach ein Kissen mit dazu. Hier oben haben wir einen Pappkarton, der die Teller hindert, rauszufallen. Und hier vorne stecken wir auch ein Kissen rein. Machen die Türen zu und können lossegeln. Ich habe hier schon die Knetmaschine rausgeräumt. Das Handrührgerät, weil ich Brot backen will. Ich mache das Brot immer selber, weil sonst müssten wir ja alle 2 Tage an Land fahren, um Brot zu kaufen. Und das Brot, was es hier gibt, das trocknet eben auch sehr schnell und deswegen mache ich es selber. Ich habe mich für ein sehr einfaches Brotrezept entschieden. Das besteht aus 500 Gramm Mehl und davon 2/3 Weizenmehl und 1/3 Roggenmehl oder Dinkelmehl. Der zweite Anteil sorgt dafür, dass das Brot sich länger hält und etwas dunkler wird. Dann braucht man natürlich Wasser, ca. 320 Milliliter, und man braucht dann noch einen Beutel Trockenhefe und einen Teelöffel Salz und ungefähr eine Messerspitze Zucker. Dann kann man natürlich noch Zutaten nach Belieben dazu tun, wie zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder Walnusskerne. Alle Zutaten mit Ausnahme der Trockenhefe kann man trocken und sehr gut ungekühlt lagern. Wir machen das in einer großen Plastikbox, damit keine Schädlinge rankommen. Die einzige Ausnahme ist bei unseren Temperaturen und der langen Lagerzeit die Trockenhefe, die bewahren wir im Kühlschrank auf. Dann wird das Ganze mit dem Handrührgerät erstmal durchgeknetet und danach knete ich es von Hand nochmal durch, so lange bis die Konsistenz mir gefällt. Und dann decke ich es mit einer Folie ab oder mit einem feuchten Handtuch, lasse es ca. eine halbe Stunde gehen, knete es nochmal durch, lasse es nochmal ca. eine Stunde gehen und knete es dann nochmal durch und fülle es in die Form des Airfryers. Dort lasse ich es nochmal gehen, bis das Brot schön gegangen ist und backe es dann im Airfryer bei ca. 50 Minuten und 180 Grad aus. Das verbraucht ca. 80 Ampere bei 12 Volt, das heißt relativ viel, und deswegen backen wir meistens mittags, weil da haben wir die höchsten solaren Energiegewinne und oft auch Überschuss, der dann sonst verpuffen würde und wir ihn gar nicht nutzen würden. Ja, und am Ende kommt dann dieses super leckere, dunkle Brot heraus, was sich ca. 4 bis 5 Tage in ein Handtuch eingeschlagen im Backofen prima hält. Und das ist super knusprig und wir essen es sehr gerne. Und uns ist es persönlich sehr viel lieber als das Weißbrot, was man im Mittelmeerraum bekommt. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Nach Wochen voller Segeltage sind wir hier gelandet, bei Diasporas Island auf Setonia. Und genau das haben wir gesucht, einen Ort zum Ankommen und zum Durchatmen. Das Wasser liegt still um uns, in der Ferne das gleichmäßige Zirpen der Zikaden, irgendwo ganz leise Stimmen von Urlaubern. Und wir tun nichts. Und wir merken, wie gut das tut. Ruhe, Stille, Balsam für die Seele. Und wir lassen die Zeit einfach laufen. Und wir bleiben. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind. Das bedeutet uns wirklich viel. Jetzt kommt eine kleine Technikabteilung. Ich hatte in einem der letzten Videos auf dem Technikkanal die Kühlbox auseinandergenommen und gereinigt. Und manche haben gefragt, was daraus geworden ist. Nach der Reinigung hat sie wieder volle Kühlleistung gebracht. Sie tut sich allerdings schwer, weil es einfach viel zu heiß ist. Und von Frank kam noch der super Tipp, hier außen noch einen Lüfter anzubringen, der die Luft schneller durchpumpt, und man merkt das auch hinten, die Luft, die rauskommt, ist deutlich kühler, weil weniger Wärme pro Luftstrom sozusagen transportiert wird. Und wir haben außerdem eine Isomatte, die wir noch hatten, also so eine Yogamatte, auch noch außen rum geklebt als Dämmung.
Und wir haben ihn außerdem, weil wir haben nur noch Eiswürfel drin, nur noch auf -5 Grad eingestellt. Und dadurch braucht er weniger Strom, schaltet sich häufiger an und aus, was auch okay ist. Ich werde ihn jetzt, weil er hier genug getestet hat, wieder an seinen ursprünglichen Ort bringen und da wieder reinstellen, weil hier steht er im Weg rum und jetzt läuft er auch wieder auf 12 Volt. Ich habe ihn zwischenzeitlich auf 230 Volt laufen lassen, weil er die Kühlleistung nicht gebracht hat. Deswegen stand er hier und auch zum Testen. Und jetzt haben wir ihn aber 2-3 Tage getestet. Jetzt können wir ihn wieder hinterstellen. Kühlbox ist wieder eingebaut. Kühlbox funktioniert, steht jetzt auf -7 Grad. Aktuell gerade waren es noch -8 Grad, aber sie funktioniert gut. Wir haben hier so Sachen drin wie, keine Ahnung, Eiswürfel haben wir ganz viele, aber auch Schnittlauch, nee Quatsch, Petersilie. Petersilie ist für mich immer ganz wichtig, weil ich mache gerne Tomaten-Fischsalat, also einfach nur Tomaten, Fischdose drauf und Petersilie rein. Das ist total lecker mittags, wenn es heiß ist. Oder so Sachen wie gefrorene Melone, wenn man die reibt und mit Zitronensaft beträufelt, gibt es super leckeres Eis. Also viele Sachen sind drin. Die Kühlbox hat sich bewährt, sie funktioniert wieder. Das Reinigen hat viel gebracht und ich werde mir das für die nächsten Jahre als To-Do aufschreiben, dass ich das mindestens einmal im Jahr mache und bei Bedarf häufiger. Das ist nicht der optimale Platz, weil ihr seht das ja, hier ist alles zugebaut, wir brauchen jede Ecke. Also ich habe hier dafür gesorgt, dass ich hier vorne ansaugen kann und hier hinten wieder auspusten kann. Und es ist auch nicht warm, also die Wärme, das bisschen Wärme, was hier erzeugt wird, das steigt auf und geht nach oben weg, auch wenn die Tür offen ist und das damit verdeckt und dann die Tür nur noch so ein Stück weg ist, aber das funktioniert alles. Und ich bin froh, dass ich den Fehler gefunden habe, weil wenn ich ihn nicht gefunden hätte, dann hätte es keine Eiswürfel mehr. Und die sind wichtig. So, und jetzt erzählst du noch was zum Lüfter, der nicht mehr dran ist. Hier war ja noch das Lüfterchen drauf, was mir Frank empfohlen hatte. Das war ein super Tipp. Das war mit Gafferband draufgeklebt und hier oben lag eine Powerbar, damit der auch Strom hat. Und irgendwann ist der nachts abgefallen und ich hatte immer noch meine 8 Grad minus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die funktioniert jetzt stabil. Habe sie abgenommen und tatsächlich, wir können auf und zu machen, wir können Sachen rausnehmen und reintun und sie kühlt verlässlich. Ich brauche den zusätzlichen Lüfter gar nicht mehr, aber gut zu wissen, dass der auch was bringt.